Das ist ein wunderbarer Moment für ein liebevolles Paar mit einem neugeborenen Jungen. In ihren Adern fließt Blut, das schon vor 1000 Jahren durch königliche Adern floss. Kann man damit Radio hören? Nur die wenigsten 90-Jährigen werden als stilvoll erachtet. Die Zeit hat ihn nicht geändert, ebenso wenig das Alter. Er war für uns Briten einfach ein mürrischer alter Mann. Charles wollte seinen Vater immer beeindrucken. Er hasste es, weit weg in Schottland zur Schule zu gehen. Er war einsam und wurde gemobbt. Prinz Charles gab etliche Interviews, zuvor hatten wir ihn nie reden gehört. Sie wissen gut Bescheid. Er hat sein Image über Nacht gewandelt, vom Jungen mit den Segelohren zu einem wunderbar witzigen Charakter. Er war lange Zeit Junggeselle gewesen und hatte kein stabiles Leben. Plötzlich war da diese wunderschöne junge Frau in seinem Leben. Wenn man Diana fragte, ob sie in Charles verliebt war, sagte sie, natürlich. Und er fragte, was Liebe überhaupt sei. Die Sun widmet heute die ersten 5 Seiten einer angeblichen Romanze des Prinzen mit einer Kommilitonin. Prinz Harry ist eher wie seine Mutter und wohl das beliebteste Familienmitglied. Die Leute mögen ihn einfach. Ich glaube nicht mehr an so etwas wie ein Privatleben. Ich kann nicht nur herumsitzen, wenn es Twitter und das Internet gibt. Sie gelten nun als Teil der Promi-Kultur. Das sind sie nicht. Sie sehen sich als Teil der Geschichte. Prinz Philipp ist das Oberhaupt der Königsfamilie und Patriarch der Prinzen. Er gilt als bodenständiger, rauer Soldat, der verbal gelegentlich mit beiden Füßen ins Fettnäpfchen tritt. Sein Aufstieg aus relativ einfachen Verhältnissen zum größten Unterstützer der am längsten herrschenden Monarchin der britischen Geschichte war märchenhaft. Dennoch ist Prinz Philipps Geschichte wahr. Er kam auf einem Küchentisch in Korfu zur Welt und flüchtete in einer Orangenkiste an Bord eines britischen Zerstörers. Er verbrachte die 1920er Jahre im Exil in Paris. Am Ende der 1920er Jahre trennten sich seine Eltern. Die Mutter verkraftete das nicht und kam in der Schweiz in eine Anstalt. Seinen Vater verschlug es nach Südfrankreich, wo er zuletzt mit seiner neuen Freundin in einem Boot lebte. Nachdem er in Gordonston vornehmlich das Seefahrerhandwerk gelernt hatte, kam Prinz Philipp 1939 als Kadett zur königlichen Marine. Er sah unglaublich gut aus, zumal er sich auch stets fit hielt. Er sah seiner Herkunft entsprechend aus wie ein junger griechischer Gott. So jemanden hatte Prinzessin Elizabeth noch nie zuvor getroffen. Ihre erste nennenswerte Begegnung war, als König George VI. Und Königin Elizabeth mit ihren Kindern, Elizabeth und Margaret Rose, die Marine in Dartmouth besuchten. Und Prinz Philipp sollte sich als ihr Cousin um sie kümmern. Sie traf Prinz Philipp von Griechenland 1939 als eleganten Marinekadetten in der Marineschule von Dartmouth. Sie hatte ihn zuvor bei Familienereignissen getroffen, aber ihrer eigenen Aussage zufolge sprang hier der Funken über. Er war elegant und äußerst gut aussehend. Sie dachte sich, dieser Mann ist wunderbar. Wie eine 13-Jährige nun mal einen Prinzen sehen würde. Sie empfand danach nie mehr wirklich Zuneigung zu einem anderen Mann. Nach seiner Grundausbildung in der Königlichen Marineschule von Dartmouth kam er zu Beginn des Zweiten Weltkriegs als Oberfähnrich auf die HMS Ramillies. Danach hatte Prinzessin Elizabeth bis zum Ende des Krieges stets ein Foto von Prinz Philipp auf ihrem Schreibtisch.
Prinz Philipp machte während des Krieges eine erstaunliche Karriere und kam im Januar 1941 in Alexandria auf das Schlachtschiff HMS Valiant. Nach seiner Beförderung zum Unterleutnant kam er in Rosyth auf dem Begleitzerstörer HMS Wallace. Nach weiteren Beförderungen wurde er im erstaunlichen jungen Alter von 21 Jahren erster Offizier der Wallace. Die Wallace war im Rahmen der Landungen auf Sizilien im Juli 1943 Teil der alliierten Invasion Italiens. Prinz Philipp war ein Alpha-Männchen, sehr beherrschend, aber auch positiv. Prinzessin Elizabeth hatte nie zuvor so jemanden getroffen. Sie war es gewohnt, verschiedene Fürsten zu treffen, die sich ihr allesamt unterordneten. Und plötzlich war da jemand, der ihr sagte, was sie zu tun hatte, der zu schnell fuhr und dergleichen. Er trat äußerst maskulin auf und sie war unglaublich in ihn verliebt. Es gab niemanden anderen. Die anderen englischen Herzöge waren langweilig, die aus dem Ausland gleich umso mehr, oder sie hatten für das Dritte Reich gekämpft und waren darum inakzeptabel. Prinz Philipp hatte den gewaltigen Vorteil, dass er bei der Royal Navy für uns gekämpft hatte. Darum war er akzeptabel. Nebst Neuigkeiten bezüglich der königlichen Hochzeit erreichten uns diese Bilder der Königsfamilie mit Leutnant Philip Mountbatten. Bei Hofe war man nicht sicher, wer dieser Mann war. Prinzessin Elizabeth war die perfekte Prinzessin. Wunderschön, wohlerzogen, wusste sich zu benehmen. Niemand war sich bei Prinz Philipp sicher. Wer war er? Wo waren seine Eltern? Er sagte immer zu mir, er wäre Paneuropäer. Ich weiß nicht, was genau er war. Er wurde als Philipp der Grieche bezeichnet, obwohl in seinem Stammbaum keine Griechen waren. Die Allgemeinheit sah die Hochzeit von Elizabeth und Philipp als märchenhaft. Hunderttausende versammelten sich vor dem Palast, damit dieses fürchterliche Jahrzehnt wenigstens mit einem schönen Ereignis zu Ende gehen würde. Lobgesang und Jubel begleiteten den prunkvollen Aufzug zum größten königlichen Ereignis Großbritanniens seit der Krönung. Die königliche Hochzeit wurde als der Beginn eines neuen elisabethanischen Zeitalters gesehen. Dem Land ging es fürchterlich und es war direkt nach dem Ende des Kriegs sehr arm. Doch plötzlich würde diese wunderschöne Braut, Prinzessin Elizabeth, gemeinsam mit diesem attraktiven Marineoffizier das Land aus den Wehen des Krieges und in eine goldene Zukunft führen. In der öffentlichen Wahrnehmung hatte ihre Hochzeit etwas Märchenhaftes. Kurz darauf wurden die Rufe des Volkes erhört und das Brautpaar erschien auf dem berühmten Balkon. Als Prinzessin Elizabeth und Prinz Philipp heirateten, waren seine Schwestern nicht eingeladen, da sie als Deutsche in Deutschland mit deutschen Ehemännern lebten, von denen einer noch nicht entnazifiziert worden war. Man war also lieber vorsichtig. Für die britische Öffentlichkeit war die Hochzeit von Prinz Philipp und der zukünftigen Königin eine Erlösung nach einer Zeit der Sparsamkeit und Bitterkeit. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste noch strenger rationiert werden, als man es während des Krieges getan hatte. Die junge Prinzessin sparte ihre Rationierungsmarken, um Stoff für ihr Hochzeitskleid zu kaufen. Es war eine wunderbare Liebesgeschichte. Der elegante Marineoffizier heiratet das allseits beliebte Mädchen von nebenan, das dann unsere Königin wurde. Es ist seltsam, dass er später als altmodisch, mürrisch und rechts galt. Als er zum ersten Mal in der Öffentlichkeit bekannt wurde, sah man ihn als gefährlichen Linken.
In der englischen Gesellschaft und insbesondere bei Hofe war man nicht sicher, wer dieser Mann war. Prinz Philipp erreichte 1952 bei der Marine den Rang des Kommandanten. Philipp hatte nach der Hochzeit darauf bestanden, seine Marinekarriere weiter zu verfolgen. Sie unterstützte ihn dabei sehr. Die königliche Familie willigte ein, also ging er nach Malta, wo die britische Marine damals noch ein großes Kontingent hatte. Er bekam sein eigenes Schiff. Sie besuchte ihn nicht als Prinzessin, sondern als die Frau des Kapitäns. Auch fuhr sie zum ersten und einzigen Mal in ihrem Leben ein eigenes Auto, besuchte Friseure, traf Freunde in Cafés. Sie genoss so etwas wie ein normales Leben und hätte sich gewünscht, es würde noch einige Jahre so weitergehen. Sie wollte ganz eindeutig das Leben genießen, ohne die ganzen Einschränkungen. Sie konnte sich auf Malta frei bewegen. Das war für sie etwas ganz Neues. Offiziell hatte sie das Sagen, aber im Privatleben habe ich persönlich das Gefühl, dass Philipp das Ruder in der Hand hatte. Er schien sie oft herumzukommandieren und, auch wenn das jetzt vermessen von mir sein mag, wurde ich Zeuge davon, wie er ihr gegenüber fluchte. Der plötzliche Tod des Königs veränderte alles. Für Elizabeth wie auch für Philipp. Sie hatten ein wunderbares Leben als Paar in Malta genossen, wo der Herzog von Edinburgh als Marineoffizier stationiert war. Ihre erste Reise fand ein jähes Ende, als sie vom Tod des Königs erfuhren. Der Herzog von Edinburgh überbrachte Prinzessin Elizabeth in Kenia die Botschaft. Sie war natürlich am Boden zerstört. Plötzlich verneigten sich die Menschen vor ihrer neuen Königin. Sie beide hatten ein für Angehörige der Königsfamilie relativ normales Eheleben genossen. Prinz Philipp war im Herzen ein Soldat. Hätte er die Queen nicht geheiratet, wäre er ein erfolgreicher Marineoffizier oder gar Admiral geworden. Plötzlich überstrahlte die Queen ihn, was ihre Beziehung wohl sehr belastete. Er hatte eine hervorragende Marinekarriere vor sich. Er hatte mit Auszeichnungen im Mittelmeer im Zweiten Weltkrieg gedient. Der vorzeitige Tod George VI. Bedeutete, dass Philipp die Uniform an den Nagel hängen und der Queen eng zur Seite stehen musste. Wer Prinz Philipp kannte, wusste, dass er sich seine Erfolge verdienen wollte. Der Gedanke, plötzlich Flottenadmiral, Feldmarschall und Oberhaupt der königlichen Luftwaffe zu sein, ohne sich das verdient zu haben, behagte ihm nicht. Als Prinz Philipp früh in ihrer Ehe ohne sie auf der Britannia verreiste, meinten die Leute, sie hätten Eheprobleme. Es gab schon immer Gerüchte zu Philipp und anderen Mädchen. Philipp sagte mir einmal, wenn er so viele Kinder gezeugt hätte, wie man es ihm nachsagte, hätte er für nichts anderes mehr Zeit gehabt. Die Queen und Prinz Philipp waren wie füreinander gemacht. Sie fand jemanden, der ihr ebenbürtig war. Ich ging einmal mit ihnen abends ins Theater und saß bei ihnen in der Königsloge. In der Pause wartete ich mit dem Herzog von Edinburgh, während er die Queen quer durch den Raum beobachtete. Sie war von Menschen umringt, die sich verneigten und ihr die Hand schüttelten. Er lehnte mit einem Getränk in der Hand an der Wand. Ihre Blicke trafen sich kurz und sie lächelte. Daraufhin hob er sein Glas zum Gruß. Ich muss gestehen, dass ich mit Überraschung feststellen musste, dass wir seit 25 Jahren verheiratet sind. Wir beide blicken nur selten zurück. Und die Jahre vergingen sehr schnell. Er sah seine Aufgabe darin, seiner Frau das Herrschen zu ermöglichen. Er verwaltete zum Beispiel die königlichen Anwesen für sie und brachte sich mit Elan in Windsor, Sandringham und Balmoral ein. Die Queen sah es als ihre Pflicht, so langsam zu gehen wie die langsamste Person im Land, damit sich niemand abgehängt fühlte.
Der Herzog von Edinburgh wollte also voranpreschen und möglichst viel schaffen und verändern, während die Queen langsam aber stetig voranschritt. Die Queen war das Staatsoberhaupt, aber Prinz Philipp war Oberhaupt der Familie. Auf ihn hatte man zu hören. Wir hatten das Glück, in glücklichen Familien aufzuwachsen. Wir hatten Glück mit unseren Kindern. Prinz Philipp hatte wirklich eine ungewöhnliche Kindheit. Weder sein Vater noch seine Mutter waren ihm ein ernsthaftes Vorbild. Das sollte sich später als Nachteil erweisen, wenn es um die Erziehung von Prinz Charles und den anderen Kindern der Königsfamilie ging. Der Herzog von Edinburgh verstand seinen Sohn einfach nicht und hatte eine schwierige Beziehung zu Charles. Sie sprachen nicht miteinander wie Vater und Sohn. Er muss ein schwieriger Vater gewesen sein. Seine Enkel, Prinz Harry und Prinz William, empfanden ihn sicher als hilfsbereit und fürsorglich. Bei seinen eigenen Söhnen wirkte das anders. Vielleicht war er von Prinz Charles genervt. Dass dieser es nicht schaffte, seine Ehe mit Prinzessin Diana durchzusetzen, lag in gleichem Maße an seinem Sohn wie an seiner Schwiegertochter. Die Queen selbst hätte wohl als erste zugestimmt, dass Prinz Philipp kein Blatt vor den Mund nahm. Er hatte zu allem eine Meinung und brachte sie auch zum Ausdruck. Das war sein Stil. Er machte keinen Smalltalk, konnte Narren nicht leiden und redete gern über Wissenschaften. Er mochte tiefschürfende Gespräche. Ich fand ihn immer sehr lustig. Ich habe ihn öfters getroffen und erlebte ihn immer als sympathisch, gebildet und intelligent. Er war sehr an neuen Technologien und Ideen interessiert. Kann man damit Radio hören? Er war lustig, offen und sagte genau das, was er dachte. Jemand wie Prinz Philipp hat das Bedürfnis, das Eis zu brechen. Er nahm 60 Jahre lang an Empfängen teil, schüttelte Hände und versuchte, wie er mir verriet, Leute zum Lachen zu bringen. Darum machte er lustige Sprüche. Manchmal ging das eben schief. Er traf jemanden am Bahnhof und fragte, woher der Mann kam. Er sei aus Swansea, sagte dieser. Prinz Philipp erwiderte, da sind Sie ganz schön weit weg von daheim. Am nächsten Morgen titelte die Zeitung, Prinz Philipp beleidigt Waliser. Er sagte zu einem Koch, der einen Preis erhielt, er wäre nicht überrascht, dass er ein so guter Koch sei. Man sähe es ihm schließlich an. Der stämmige Mann war nicht beleidigt, sondern fand es urkomisch. Ich denke, Prinz Philipps Darstellung in den Medien als diese bärbeißige Gestalt, die ungehörige Sprüche loslässt, ist etwas unfair. Das Programm ist keine Heilung, sondern Prophylaxe. Wenn man einmal ein Fußball-Hooligan geworden ist, muss sich jemand anderes darum kümmern. Dieses Programm soll die Leute auffangen, solange sie noch recht zivilisiert sind und dafür sorgen, dass es so bleibt. Aus Sicht des Herzogs von Edinburgh sagte er nur, was andere denken. Die augenzwinkernden Kommentare etwa, wenn er Aborigines fragte, ob sie noch Speere aufeinander warfen, sind durchaus Fragen, die andere gerne gestellt hätten. Man wirft mir oft vor, ich mische mich in fremde Angelegenheiten ein, sagt, ich solle nicht Partei ergreifen. Im Gegensatz zu einem bestimmten Herrn stehe ich nicht mal auf einem Wahlzettel. Aktuell schreibt die Presse etwa, ich solle keine kontroverse Figur sein. Angebliche Fehltritte sind ein leichtes Ziel für Journalisten. Er wurde ziemlich unfair behandelt. Ich habe ohne Ende mit Prinz Philipp über seine Ausrutscher geredet. Er fand es deprimierend, dass ständig darüber berichtet wurde, dass ihm manchmal Reporter im Ausland folgten, die nur darauf warteten, dass ihm wieder ein Fauxpas passierte. Die meisten von uns empfinden großes Mitgefühl mit jenen, die letztendlich alles geben,
um den Einheimischen ein zivilisiertes, angenehmes Leben zu ermöglichen. Er war ein schnörkelloser, altmodischer Offizier, der Narren nicht leiden konnte. Er trat gerne in Fettnäpfchen und machte Sprüche, die er sich vielleicht hätte sparen sollen. Es bringt überhaupt nichts, wenn wohlmeinende Menschen einander bei Konferenzen die Hand reichen und auf die Gefahren der Umweltverschmutzung hinweisen, wenn niemand gewillt und imstande ist, entsprechend zu handeln. In Wahrheit stammt er einfach aus einer anderen Zeit. Er war ein Mann seiner Generation und sagte Dinge, die manchmal missfielen. Leidenschaftliche Reden werden nichts bewirken, wenn ihnen nicht drastische politische Taten folgen. Die Zeit verrinnt und es bleibt abzuwarten, ob jene mit politischer Macht ihrer Verantwortung rechtzeitig nachkommen und schnell genug handeln werden, um eine tagtäglich ernster werdende Lage zu meistern. Ich denke, die Zeit hat ihn nicht geändert, ebenso wenig das Alter. Er war für uns Briten einfach das, was wir einen mürrischen alten Mann nennen. Trotz fortschreitendem Alter unterstützte Prinz Philipp die Queen nach wie vor unermüdlich. Dank seiner erfrischenden Einstellung konnte er auch Altersunterschiede von mehr als 70 Jahren überbrücken. Welchen Eindruck haben Sie von den jungen Leuten, die Sie treffen? Sind sie engagiert, faul, neugierig? Etwas von allem. Die Jugend zu generalisieren wäre gefährlich. Meinen Sie nicht, sie wären heute weniger risikobereit? Es ist gefährlich, verallgemeinernd über junge Leute zu reden. Denn man findet immer eine Ausnahme und nicht nur eine Person, sondern ganze Gruppen, die eben jene Ausnahme sind. Wenn eine Gruppe junger Leute wie die Komatrinker auftaucht, schreien alle immer, die Jugend von heute sei so fürchterlich, sie würden sich alle ins Koma trinken. Haben sie aber nicht. Wie damals die Mods und Rocker. Vielleicht waren Sie auch einer davon. Ich meine, sehe ich so aus? Man weiß ja nie, mit dem Alter wird man eben zivilisierter. Die Queen und der Herzog von Edinburgh waren erstaunlich widerspruchsfrei. Sie legten die Karten auf den Tisch, anstatt sich zu verstellen. Die Queen selbst war von Lakaien und Ja-Sagern umgeben. Dass sie einen Mann in ihrem Leben hatte, der ihr gegenüber sagte, was er von ihr und dem, was sie tat, hielt, war vermutlich erfrischend anders. Prinz Philipps Gedanken zu seiner Familie und 50 Jahren Ehe. Es war nicht einfach für uns. Aber durch viele Versuche und Erfahrungen konnten wir unsere individuellen und gemeinsamen Interessen ins Gleichgewicht bringen. Mit 50 Jahren Erfahrung bin ich natürlich versucht, Ratschläge zu geben. Das Problem ist, dass keine Ehe der anderen gleicht. Allerdings ist wohl die wichtigste Lektion, die wir lernen mussten, dass Duldsamkeit die entscheidende Zutat jeder glücklichen Ehe ist. Sie mag nicht so wichtig sein, wenn alles gut läuft, ist bei Schwierigkeiten aber umso wichtiger. Es gibt Belege für Streits zwischen der Queen und Prinz Philipp. Einmal hat sie ihm unterstellt, er könne nicht so gut Auto fahren. Worauf er ihr gesagt hat, sie könne ja aussteigen und laufen. Ich denke, sie hatten eben die Streitigkeiten, die man nach 60 Ehejahren bei jedem Paar erwarten könnte. Allzu oft muss Prinz Philipp mir zuhören. Er kann zwar nicht mit Komplimenten umgehen, aber er gibt mir seit vielen Jahren Kraft und Unterstützung. Anders als von vielen erwartet, erscheint die Monarchie heute stärker denn je, was wohl in erheblichem Maße an Prinz Philipp liegt. Ohne ihn wäre die Institution möglicherweise gänzlich untergegangen. Als Prinz von Wales stand Charles an erster Stelle der Thronfolge. Dennoch sollte er einer der ältesten Prinzen werden, der je zum König wurde. Hätte die Queen so lange gelebt wie ihre Mutter, wäre Prinz Charles erst mit 77 König geworden.
An diesem außergewöhnlichen Morgen bereitet sich das Land auf eine Feier vor. Prinz Charles kam am 14. November 1948 in Buckingham Palace zur Welt. Er musste von ihr getrennt werden, als er erst 10 Tage alt war, da sie nach der Geburt Masern bekam. Ihnen fehlte also diese wichtige Bindungsperiode zwischen Mutter und Kind. Nachdem Elizabeth 1952 den Thron bestieg, wurde er sowohl Thronfolger als auch Herzog von Cornwall. Er wurde vornehmlich von Kindermädchen aufgezogen. Eines der Kindermädchen machte der Queen Angst. Sie hieß Helen Lightbody und war ein richtiger Drache. Die Queen ging darum nicht gerne in die Kinderstube. Auch dadurch wurde die Queen von Charles getrennt. Charles entwickelte also eine viel engere Bindung zu seiner Großmutter, der Königin Mutter, als zu seiner eigenen Mutter. Sie war die zauberhafteste Großmutter, die man sich vorstellen kann. Ich hing völlig an ihr. Unter der Obhut seiner Kindermädchen verschloss er sich anderen gegenüber und begrüßte seine Mutter mit einem Händedruck statt einer Umarmung. Als die Queen nach einer langen Reise in Paddington aus dem Zug stieg und ihr Sohn, der sie so vermisst hatte, zu ihr ging, küsste sie ihn nicht, schloss ihn nicht in die Arme, sondern schüttelte seine Hand. Das bedeutet doch, wo ist meine Mama? Charles wollte seinen Vater immer beeindrucken, wollte Anerkennung von ihm, die er aber nie wirklich bekam. Der Herzog von Edinburgh verstand seinen Sohn einfach nicht. Er dachte, Jungen sollten nicht weinen. Es ging immer darum, die Ohren steif zu halten und die eigenen Gefühle zu kontrollieren. Aber das konnte Charles nicht bieten. 1958 wurde Prinz Charles der erste Prinz von Wales seit 1936, als König Edward VIII. Abgedankt hatte, um Wallis Simpson zu heiraten. Nun nach Gordonston, wo Prinz Charles mit seinem Vater eintrifft, dem berühmtesten ehemaligen Schüler der Schule. Er wurde auf eine Schule in Schottland geschickt und hasste es. Er war einsam und wurde gemobbt. Er wäre in Eton viel glücklicher gewesen, nahe bei seiner Familie und besonders seiner Großmutter. Es ging ihm fürchterlich. Er war meilenweit von allem entfernt, was er kannte. Der Gedanke dahinter war, dass die Presse nicht genau wusste, wo Gordonston war und dass sie sich alle Mühe geben müssten, um diesen Ort überhaupt zu finden. Wenn man jemanden wie Prinz Charles nach Gordonston schickt, wirkt das sich natürlich aus. Prinz Philipp genoss jede Minute des spartanischen Systems, das Kurt Hahn dort eingerichtet hatte. Er liebte die gesamte Philosophie dahinter. Charles war ein sehr unsicherer Junge und später ein unsicherer Mann. Er hatte wenig Selbstvertrauen. Und Fürst Mountbatten, der Onkel der Queen, erkannte, dass Charles als Teenager aus der Bahn geriet. Er war kein glückliches Kind. Und Mountbatten nahm sich seiner an, um ihn auf die Zukunft vorzubereiten, ihm Selbstvertrauen zu geben und ihm zu zeigen, dass man ihn wertschätzt. Prinz Charles gab etliche Interviews. Zuvor hatten wir ihn nie reden gehört. Er legte einen unterhaltsamen, eher trockenen Humor an den Tag. Dadurch hat er sein Image über Nacht gewandelt, vom Jungen mit den Segelohren, der mit verschränkten Armen seinen Vater nachahmte, zu einem wunderbar witzigen Charakter. Da beißt was. Etwas Leine geben, Leine geben. Ja, der zieht gut Leine. Viel Leine. Das ist sehr aufregend, meine Damen und Herren. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das muss ein richtig großer sein. Wirklich, sehr groß. Charles empfängt Namen, Wappen, Würde und Ehre des Prinzen von Wales und Graf von Chester. Das Schwert des Grafen.
Die Investitur von Prinz Charles geschah vor dem walisischen Volk in Carnarvon Castle am 1. Juli 1969. Ich, Charles, der Prinz von Wales, schwöre als euer Lehnsmann und irdischer Vertreter, durch Glauben und Wahrheit mein Leben und Sterben eurem Schutze vor allen Feinden zu widmen. Investitur, Ehrung und Treueschwur sind abgeschlossen. Trotz Kritik seitens der radikalen und anarchistischen Elemente der Swinging Sixties versuchte Charles monatelang in Wales, seine Kritiker zu überzeugen. Sie wurden auf der Straße von Peter Dawsons Anarchisten aufgehalten, die forderten, der reiche Herzog von Cornwall solle all sein Geld und Land abgeben. Wie reagiert man auf sowas? Sie wissen gut Bescheid. Wie reagiert man auf so etwas? Ich versuche, das Ganze mit Mitgefühl anzugehen. Ich halte es für einen Fehler, einfach zu sagen, Sie hätten Unrecht, Ihnen nicht zuzuhören. Ich möchte verstehen, was Sie wollen und warum Sie es wollen. In den 1970er Jahren galt Prinz Charles als Playboy, da er sich mit schönen jungen Frauen umgab und auch Musik- und Filmstars um den Finger wickelte. Prinz Charles genoss einen recht wilden Ruf und hatte eine Reihe schöner Freundinnen. Er war lange Zeit Junggeselle gewesen und hatte kein stabiles Leben geführt. Er zog eindeutig die falschen Schlagzeilen an. War er ein Playboy-Prinz? Konnte er keine Entscheidungen treffen? War er nicht imstande, sich festzulegen? Die Freundinnen von Prinz Charles zogen immer das Interesse auf sich. Wann immer Prinz Charles mit jemandem ausging, mutmaßte die Presse, ob er sie vielleicht heiraten würde. Es war schließlich klar, dass sie Prinzessin von Wales und irgendwann Königin würde, wenn er eine dieser Damen heiratete. Die Obsession mit Charles' Freundinnen wurde zu einem regelrechten Wahn, als 1980 die stille, gesetzte Diana Spencer auf den Plan trat. Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, dass ich damals für eine Zeitung in ein Theater ging, wo Prinz Charles gerade eine junge Dame ausführte. Plötzlich war da diese wunderschöne junge Frau, was sein Bild in der Presse erheblich verbesserte. Jeder, der Diana traf, schloss sie sofort ins Herz. Als sie zum ersten Mal in Balmoral war, mit der Queen, dem Herzog von Edinburgh und vielen anderen Familienmitgliedern und Freunden, fanden sie Diana alle zauberhaft. Sie hatte zwar Verbindungen zum Königshaus, aber sie war nicht wie die anderen Freundinnen, die Prinz Charles sonst so oft begleitet hatten. Diese Ehe kam auf seltsame Weise zustande, mit Hilfe ihrer Großmütter. Die Königin Mutter und Dianas Großmutter Lady Fairmoy trafen sich und beschlossen, dass Charles eine Jungfrau heiraten müsse. Lady Fairmoy versicherte der Königin Mutter, Diana sei eine Jungfrau, sodass die Königin Mutter zustimmte, dass Diana es werden sollte. Diana Spencer wurde Opfer einer Zeitverwerfung. Es gefällt uns, wenn die Königsfamilie so ist wie andere Menschen auch. Aber wenn sie uns zu ähnlich werden, was ist dann noch besonders an ihnen? Als Diana in den 1970er Jahren in Erscheinung trat, war es den meisten einfachen Leuten egal, ob die Braut bei der Hochzeit noch Jungfrau war. Im Fall der Königsfamilie war diese altmodische Erwartungshaltung aber noch vorhanden. Sie war eine Jungfrau und somit eine gute Kandidatin. Nach dieser märchenhaften Liebesgeschichte heiratete der Prinz von Wales Diana Spencer am 29. Juli 1981 in der St. Paul's Kathedrale, worauf Diana zu ihrer königlichen Hoheit der Prinzessin von Wales wurde. Sowohl die Queen als auch der Herzog von Edinburgh waren von Dianas Ehe mit Charles begeistert. Sie war eine wunderschöne, charmante, reizende und unschuldige junge Frau und sie hatten große Hoffnungen für die Beziehung. Ich empfand das Verlobungsinterview als fürchterlich tragisch. Als man Diana fragte, ob sie in Charles verliebt war, sagte sie, natürlich. Und er fragte, was Liebe überhaupt sei.
Ich kann kaum glauben, dass sie tapfer genug ist, sich mit mir einzulassen. Diana, sind Sie verliebt? Natürlich. Was auch immer verliebt heißt. Ja. Das zu hören, muss sie sehr verletzt haben. Was würden unsere Ehefrauen denken, wenn wir am Tag unserer Verlobung öffentlich fragen würden, was Liebe überhaupt sei? Es war eine Botschaft an Camilla. Das Problem der armen Camilla war ein echtes Dilemma. Als sie Charles traf, verliebten sie sich. Sie schliefen miteinander, aber dadurch konnte sie automatisch nicht mehr Königin werden. Prinz Charles und Diana hatten 2 Söhne. Prinz William kam am 21. Juni 1982 zur Welt, Prinz Harry am 15. September 1984. Ende der 1980er Jahre zeigten sich Risse in der Fassade ihrer Ehe. Sie hatte aufgrund ihrer Kindheit Probleme. Charles wusste damals nicht, was das Problem war. Sie lebte in einer romantischen Welt, las Liebesromane und hatte wohl gedacht, das königliche Leben wäre so, wie sie es aus ihren Liebesromanen kannte. Sie hatte aber keine Familie um sich, die sie unterstützen hätte können. Das ist das, was bei Diana schiefgelaufen ist. Niemand hat ihr irgendetwas gesagt. Es ist erstaunlich, dass Prinz Philipp so ein erfolgreiches Leben haben konnte, obwohl auch ihm niemand etwas gesagt hatte. Er wusste instinktiv, sich zu verhalten. Außenstehende erhielten keine Hilfestellung, was Prinzessin Diana zum Verhängnis wurde. Charles wusste einfach nicht, was er tun könnte, wie er ihr helfen könnte. Er dachte, es wäre seine Schuld. Er ließ Freunde fallen, die Diana nicht mochte. Entließ Personal, das sie nicht mochte. Tat alles, um sie glücklich zu machen. Er konnte sie aber nicht glücklich machen. Nichts konnte sie glücklich machen. Sie war emotional abhängig davon, dass man sie anbetete. Das führte zu einem großen Problem für Charles, dass sie ihn nicht unterstützte, sondern überstrahlte. Wenn er Reden hielt, ignorierte die Presse seine Rede und berichtete nur über Dianas Haare und Kleider, ob sie vielleicht wieder schwanger war. Das war für Charles unglaublich frustrierend. Die Queen war angesichts der Ehekrise von Charles und Diana aus mehreren Gründen sehr beunruhigt. Insbesondere ging es ihr um das Glück des Paares und ihre Fähigkeit für William und Harry, die geliebten Enkel der Queen, weiterhin gute Eltern zu sein. Diese waren schließlich die Zukunft der Königsfamilie. Die Queen war sich aktueller Trends durchaus bewusst. Sie lebte schließlich in der gleichen Welt wie wir, nicht abgehoben in einem Schloss. Sie wusste, wie unglücklich Diana war und dass die Ehe keine Zukunft hatte. Niemand erhielt ohne Termin eine Audienz bei ihr. Aber Diana saß im Vorraum, bis ein Besucher der Queen gegangen war und ging dann schnell zu ihr hinein, bevor der nächste kam. Sie weinte sich aus und sagte, dass alle sie hassten. Dass sie ihre Mutter, ihre Schwester und ihren Ehemann hasste. Die Queen war derartige Konfrontationen nicht gewohnt und wusste nicht, wie sie mit Diana umgehen sollte. Es wäre ein großer Fehler anzunehmen, dass sie Diana die Schuld gab. Wenn überhaupt, sahen sie und ihr Mann Prinz Philipp die Verantwortung eher bei Prinz Charles als bei Diana. Er war es schließlich, der emotional mit einer anderen Frau verbunden war. Der Prinz von Wales und Camilla Parker Bowes öffentlich beieinander. Charles und Diana und Camilla, Fergie und Andrew. Die Königsfamilie kann sich im Bett nicht zurückhalten und das macht Probleme. Als Jonathan Dimbleby in einem Interview fragte, ob er ihr untreu gewesen sei, sagte er, dass er ihr untreu gewesen sei, aber erst nachdem die Ehe unwiderruflich zerbrochen war. Seltsamerweise entschied die britische Öffentlichkeit nicht ihm zu glauben, sondern Dianas Version. Dass Camilla immer da war, dass nie eine Chance bestanden hatte, dass es funktionieren würde.
Ich kam zu dem Schluss, dass es einfacher gewesen wäre, 2 Frauen zu haben. Zweigleisig zu fahren. Alle wünschten mir viel Glück, dass alles gut gehe. Welches Glück ich doch hatte, mit so einer wunderbaren Frau verlobt zu sein. Meine Güte, hatte ich ein Glück, sie zu heiraten. Und wir haben wirklich oft. Erstaunlich, was Damen in ihrer Freizeit so treiben. Es ging schnell schief. Für mich war das erste Zeichen der Eheprobleme, dass eine Dienerin des Palastes namens Michelle Rose eines Morgens zu ihnen kam und in ihren Gemächern alles kaputt vorfand. Charles hatte auf dem Boden der Garderobe geschlafen. Ab diesem Zeitpunkt war es wohl offensichtlich. Bei allen Paaren gibt es Streit, aber dieser hier ging nie zu Ende. Lange bevor die Ehe tatsächlich in die Brüche ging, kamen Gerüchte auf. Ein altgedienter Berater der Königsfamilie erzählte mir einmal davon. Erst als die Prinzessin und ein Autor sich zusammentaten und sie die Geschichte veröffentlichen wollte, explodierte die Affäre. Ich habe vor 14 Jahren ein Buch mit dem Titel Charles, Opfer oder Bösewicht geschrieben, das für kräftig Wirbel sorgte. Ich wollte erfahren, ob seine Liebe zu Camilla je geendet hatte und ob er Diana ausgenutzt und missbraucht hatte. Ich kam zu dem Schluss, niemand war hier ein Bösewicht. Sie alle waren Opfer. Das Scheitern war nicht Charles' Schuld. Er hatte Bedürfnisse, sie hatte sehr viele Bedürfnisse. Sie konnten einander nicht helfen. Ich möchte nun das Haus informieren, dass Buckingham Palace folgende Stellungnahme veröffentlicht hat. Buckingham Palace verkündet, dass sich der Prinz und die Prinzessin von Wales mit Bedauern trennen. Ihre königlichen Hoheiten planen nicht, sich scheiden zu lassen, und ihre verfassungsmäßigen Positionen sind nicht betroffen. Die Entscheidung wurde einvernehmlich getroffen, und sie werden sich weiterhin für die Erziehung ihrer Kinder engagieren. Diana liebte weiterhin in Kensington Palace, um William und Harry aufzuziehen, aber ihr Lebensstil und ihre Partnerwahl wurden nicht nur zu einem Problem für die Familie, sondern sogar für die Monarchie. Es war bekannt, dass sie mit Dodi Fayed ausging, dem Sohn von Mohammed Fayed, dem Inhaber von Harrods. Das war für viele eine seltsame Beziehung. Sie besuchte mit den Jungen die Fayeds in Südfrankreich. Diana wurde fotografiert, als sie mit Dodi herumspielte. Den Jungen war das unangenehm. Das ging durch die Medien. Sie kamen zurück nach England, flogen nach Schottland zu ihrem Vater und machten Familienurlaub. Ich hatte geschlafen, als das Telefon klingelte und mein Boss sagte, es hätte einen Autounfall in Paris gegeben. Dodi Fayed sei tot und vielleicht auch die Prinzessin. Ich zog mich an, ging mitten in der Nacht ins Studio und war danach gewissermaßen die gesamte nächste Woche im Fernsehen. Anfangs gelang es den Rettungskräften, die Prinzessin am Leben zu erhalten. Doch als sie im Krankenhaus ankam, schlug ihr Herz nicht mehr. Die Ärzte versuchten 2 Stunden lang, sie wiederzubeleben. Um 3 Uhr heute Nacht gaben sie auf und gaben bekannt, dass Diana, die Prinzessin von Wales, tot war. Charles hatte nun die schwere Aufgabe, William und Harry zu sagen, dass ihre Mutter tot sei. Das muss unglaublich schwierig gewesen sein. Die Woche nach Dianas Tod war eine lange Woche für die Medien. Die Queen war in Balmoral und Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry waren gerade bei ihr zu Gast. Sie gab ihren Enkeln die Kraft, nach London zu gehen, damit sie sich der gewaltigen Aufgabe stellen konnten, die weltweit übertragene öffentliche Beisetzung ihrer Mutter zu begleiten. Diana wird auf ewig dafür gepriesen werden, dass sie ihren Kindern in ihren jungen Jahren echte Liebe und Sicherheit gab.
Die Bediensteten liebten sie. Sie ging oft mit William und Harry in die Küche, um Tee zu trinken oder was zum Naschen zu holen. Wenn sie das dann oben aßen, kam sie danach mit den Jungen in die Küche, um sich zu bedanken. Camilla Parker Bowles stand während ihrer langen Beziehung mit Prinz Charles zeitweise im Mittelpunkt eines bitteren Ehestreits und kam Charles nach Dianas Tod immer näher. Ihre Großmutter war eine Mätresse eines vorigen Prinzen von Wales. Als sie sich trafen, sagte sie zu Charles: „Meine Großmutter hat mit deinem Großvater geschlafen. Wie sieht's aus?" Welcher junge Mann sagt dazu schon nein? Prinz Charles und Camilla Parker Bowles heirateten am 9. April 2005. Mit Diana drohte stets der nächste Streit, die nächste angespannte Situation, ein weiteres Drama. Camilla jedoch verstand diesen Mann. Sie war lang seine Mätresse gewesen und 50 Jahre lang die Liebe seines Lebens. Charles hat in seinem Leben viel erreicht. Seine Eltern haben ihn aber nie beglückwünscht. Die Queen war wohl der Meinung, dass Charles zu viel Strahlkraft für die Familie hatte. Sie erachtete seine Einmischung, seine Gespräche mit Ministern und seinen Einsatz für kontroverse Bewegungen als Gefahr für die Monarchie. Prinz Charles fiel es schwer, eine Brücke zwischen Prinz Philipps stoischer Männlichkeitsvision und seiner eigenen, empfindsameren Sichtweise zu schlagen. Mit fast 70 Jahren war es Prinz Charles immer noch wichtig, seine Individualität auszudrücken. Schön zu wissen, dass ich meinen Geburtstag mit einem nussigen Bio-Keks teile. Das Land und sein Volk sind ihm sehr wichtig. Ob im Golfkrieg oder in Afghanistan. Die Königsfamilie besucht oft die Truppen. Als Korrespondent für die Königsfamilie wusste ich genau, was meine Aufgabe war. Es war nicht immer einfach mit Prinz Charles, aber ich habe es zu schätzen gelernt, dass unser Prinz von Wales sich nicht scheut, seine Meinung zu sagen. Die Queen kann das nicht. Ihre Meinungen sind stets ganz bewusst sehr neutral. Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben wir die Erde in eine Müllhalde verwandelt. Der unendliche Zufluss von Abwasser ist eine Bedrohung für das empfindliche ökologische Gleichgewicht. Es sollte lange dauern, bis Prinz Charles König wurde. Ich bezweifle, dass er weiter so offen reden wird. Ich denke, er weiß, dass er als Monarch eine strenge, neutrale Linie verfolgen sollte. Aufgrund der langen Herrschaft von Königin Elizabeth war es unwahrscheinlich, dass Prinz Charles die gleiche Begeisterung hervorrufen würde, wie einst die junge Queen zu Beginn des zweiten elisabethanischen Zeitalters. Diese Ehre wird wahrscheinlich seinem Sohn, Prinz William, zuteil. Prinz William ist der älteste Sohn des Prinzen von Wales und der verstorbenen Prinzessin von Wales, Diana. Am 29. April 2011 erhielt er infolge seiner Heirat mit Catherine Middleton von der Queen den Titel Herzog von Cambridge. Prinz William kam am 21. Juni 1982 um 21:03 Uhr im St. Mary's Krankenhaus in London zur Welt. Prinz Charles kam strahlend heraus. Ich kletterte über die Absperrung, schüttelte ihm die Hand und gratulierte ihm. Wie geht es der Prinzessin? Es geht ihr gut. Und ihrem Sohn? Auch ihm geht es hervorragend. Er sieht heute schon etwas mehr nach Mensch aus. Könnten Sie sich hierher bringen? Wohin zuerst? Da oder dort?
Nach dem Besuch der Mrs. Minors School ging der Herzog vom 15. Januar 1987 bis zum 5. Juli 1990 auf die Wetherby School in London. William waren die bevorstehenden Herausforderungen von klein auf bewusst. Ein Kind fragte William, ob er wirklich die Queen kenne. Und William sagte nur, du meinst meine Oma, oder? Es gibt Fotos von ihm, als er zum Polofeld laufen wollte und sein Kindermädchen ihn schnappte und schimpfte. William brach in Tränen aus. Danach rannte er zu seiner Mutter und sie tröstete ihn auf ihrem Schoß. William und Harry wuchsen in einer schwierigen Familie auf. Sie und ihre Mutter liebten einander. Auch ihr Vater liebte sie. Aus Prinz Charles wurde ein liebevoller, fürsorglicher Vater. Und seine Jungs lieben ihn sehr. Prinz Charles hatte auf Diana gehört und realisierte, dass seine Jungen verschiedene Persönlichkeiten hatten und mit verschiedenen Ansätzen erzogen werden mussten. Das zeigte sich auch darin, wie er Prinz William und Prinz Harry als Vater aufzog. Sie wollte, dass die Kinder auf bestimmte Art und Weise erzogen werden, und das wurde ihr gewährt. Sie ging auch mit ihnen zu McDonald's. Sie zeigte ihnen die Obdachlosen auf der Straße, damit sie erkannten, dass sie zwar als Prinzen etwas Besonderes waren, aber dass das Leben auch andere Seiten hatte. Die eine Sache, für die Diana auf ewig gepriesen werden wird, ist, dass sie ihren Kindern echte Liebe und Sicherheit gab. Sie wollte, dass sie mit anderen Kindern spielten, Spaß hatten und frei sein konnten. William mag wie seine Mutter aussehen, aber vom Charakter ist er mehr Windsor als Spencer. Ab September 1990 besuchte der Herzog 5 Jahre lang die Ludgrove School in Berkshire bis zum 5. Juli 1995. Prinz William zeigte mehr und mehr den entspannten, warmen Charakter seiner Mutter. Ab Juli 1995 studierte er in Eton Geographie, Biologie und Kunstgeschichte. Es sollte kein gutes Jahr für den Prinzen werden. Zwar war er es gewohnt, dass seine Familie in den Medien war, aber sie gerieten aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen. Innerhalb des Palastes hatte die Königsfamilie durchaus ein normales Familienleben, mit normalen Problemen und Emotionen. Doch sie standen unter größerem Druck als der Rest von uns, da alles, was sie taten, genau beobachtet wurde und Probleme sofort von den Kameras entdeckt wurden. So wie es dann auch bei Prinz Charles und Diana der Fall war. Als ich Prinz Philipp einmal danach fragte, sagte er einfach, wir sind eine Familie. So etwas geschieht nun mal in Familien. Und sie gingen wie eine Familie damit um. Ihre Reaktion war normal für Eltern ihrer Generation. Die Prinzessin verstarb etwa 4 Stunden nach ihrem tragischen Unfall. Charles überbrachte ihnen in den frühen Morgenstunden die Nachricht. Es muss fürchterlich für sie alle gewesen sein.
Der Druck auf die Queen, sich zu zeigen, wurde so groß, dass sie mit den Jungen vor die Tore von Balmoral kam. Sie würdigten die Blumensträuße und Gaben für Diana. Das muss schrecklich für die Jungen gewesen sein. Prinz William war in den Tagen nach ihrem Tod sehr tapfer. Er ging zu den Leuten, um ihnen die Hand zu reichen und ihnen für ihre Anteilnahme zu danken. Er war unglaublich tapfer. Vielen Dank. Er strahlte eine natürliche Würde aus, die es ihm erlaubte, seinem persönlichen Trauma zu trotzen. Prinz William war erst 15 Jahre alt, als Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris starb. Gemeinsam mit Prinz Harry begleitete er den Trauerzug seiner Mutter und wurde so Teil eines der einprägsamsten Bilder des 20. Jahrhunderts. Wenn ich ein Bild der Prinzen hinter Dianas Sarg sehe, dann möchte ich ihnen einfach nur beistehen, gemeinsam mit ihnen ihren Verlust betrauern. Das geht uns sicher allen so. Prinz William plante, beim Trauermarsch nicht mitzulaufen, da dieser in seinen Augen zu einem fürchterlichen Medienrummel verkommen war. Am Vorabend der Prozession sagte Prinz Philipp zu ihm, dass er es später bereuen würde, nicht beim Trauermarsch seiner Mutter mitgegangen zu sein, und sagte, er würde an seiner Seite gehen. Er war eine große Stütze als Großvater. Als sie unter Whitehall durchgingen und sich unbeobachtet fühlten, lehnte sich Prinz Philipp rüber und fragte, ob alles in Ordnung sei. Das war genau das, was man in dieser Situation von seinem Großvater braucht. Ich stand außerhalb von Westminster Abbey und es war sehr still. Tausende waren gekommen und man hörte nur noch das Klappern der Pferdehufe, als der Sarg vorbeizog, und das Schluchzen der Menschen. Nicht weinen, einfach nur schluchzen. Nie mehr das Wort Mama sagen zu können, klingt erstmal harmlos. Aber für viele, wie auch mich selbst, ist es einfach ein leeres Wort, das nur noch Erinnerungen weckt. Nach der Beisetzung gingen sie mit ihrem Vater nach Highgrove. Niemand sah fern oder las Zeitung. Sie unternahmen nur Dinge mit ihrem Vater. Plötzlich sah die Welt, dass sie ihren Vater tatsächlich liebten, ihn immer geliebt hatten. Es mag nicht so ausgesehen haben, aber er war immer ein guter Vater. Bei diesem ersten Fototermin am Familienanwesen Highgrove sind die Kameraleute näher dran als üblich. Prinz Charles und Prinz Harry warteten vor dem Haus, als Prinz William in einem für Fahrstunden gemieteten Auto vorfuhr. Auch die Königsfamilie muss entsprechende Kennzeichen haben. Seine öffentlichen Auftritte, wie etwa seine erste Autofahrt, machten einen ungelenken Eindruck, als hätte er wegen der Behandlung seiner Mutter durch die Presse immer noch Vorbehalte. Nach dem Fototermin bei Highgrove sollen die Prinzen den Rest des Sommers ungestört genießen können. Während Prinz William im prunkvollen Kensington Palace aufwuchs, verbrachte Kate ihre Kindheit in diesem viktorianischen Reihenhaus in Bradfield Southend. Eine rote Rose für Prinz William, der heute die Herzen des schottischen Volkes gewonnen hat. Der einst kamerascheue Prinz stand stärker im Rampenlicht als je zuvor. Schon schwer, was man heute so tun muss. Was man heute so tun muss, sagte er in einem neuen Tanzzentrum in Edinburgh. Zuvor war der 19-Jährige bei einem der benachteiligsten Wohnblöcke Glasgows wie ein Popstar empfangen worden. Nachdem seit seiner Kindheit jeder seiner Schritte verfolgt wurde, wollte Prinz William seine Studentenzeit weit abseits des Medienrummels und der Königsfamilie verbringen. Mit königlichem Blut und bürgerlichem Charme berichtete er diesen Rentnerinnen, dass er sich auf das Studium freue.
Vielen Dank, dass Sie da sind. Es ist eine freundliche Gemeinde. Alle sind sehr nett. Nach einer einjährigen Auszeit, in der er Chile, Belize und Staaten in Afrika besuchte, studierte Prinz William im schottischen Firth an der St. Andrews Universität. Die alte Gemeinde von St. Andrews an der Ostküste Schottlands war klein, abgelegen und hatte eine dichte Studentengemeinde. Sie galt zudem als die beste Universität Großbritanniens für die Partnersuche. So etwas hatte der kleine Universitätsort St. Andrews noch nie erlebt. Prinz William wurde bei seiner Ankunft mit seinem Vater gefeiert wie ein Volksheld. Noch bevor er die erste Vorlesung seines Kunstgeschichtestudiums besuchte, war der Prinz bereits berühmt. Bevor er nach St. Andrews kam, sagte Prinz William, er wolle wie ein normaler Student behandelt werden. Da nun der halbe Ort zu seiner Ankunft kam, scheint dieser Wunsch weiter entfernt denn je. Freut mich, dass Sie da sind. Vielen Dank. Es gab eine stille Vereinbarung zwischen Palast und Presse, dass man ihn in Ruhe studieren lassen würde, ohne dass die Paparazzi ihn ständig belästigen. Ich hatte nicht erwartet, dass die Vereinbarung eingehalten würde. Ich kenne die britische Presse, die können nicht anders. Ich vermute, sie hatten Diana und ihr tragisches Ende nicht vergessen und wie sie ständig von Paparazzi verfolgt wurde. Die britischen Medien wollten nicht für einen weiteren Fall wie Dianas verantwortlich sein. Dank dieser historischen Vereinbarung zwischen Palast und Presse konnte William die Universität als normaler, wenn auch berühmter Student besuchen. In den folgenden Jahren blieb er relativ zahm. Er wuchs auf, besuchte die Universität, hatte gute Noten und fand dort ein nettes, attraktives Mädchen. William verbrachte sein erstes Jahr in der St. Salvators Hall of Residence, kurz Sally's. Dort traf er auch Kate Middleton. Ab ihrem zweiten Studienjahr teilten sich William und Kate ein Haus in einer der gehobensten Straßen von St. Andrews und mieteten mit 2 weiteren Freunden ein Apartment. Hier sollte ihre Liebesgeschichte gedeihen. Dennoch vergingen 18 weitere Monate, bevor die Beziehung in der Presse öffentlich gemacht wurde, als das Paar im gemeinsamen Skiurlaub in den Schweizer Alpen fotografiert wurde. Prinz William zeigte sich am Wochenende mit seinem Vater auf den Pisten von Davos Klosters vor den Fotografen. Im Austausch sollten die Paparazzi ihre Kameras anschließend ruhen lassen und die Königsfamilie ihren Urlaub genießen lassen. Das sei der Grund, weshalb Prinz William verärgert sei und Vertreter des Palastes angesichts der heutigen Ausgabe der Sun wütend waren. Dieser Zwist kommt ausgerechnet, nachdem Prinz William offenbar der Presse gegenüber entspannter wurde, mit Fotografen Witze machte und einige sogar mit Vornamen ansprach. Gestern das Rugby-Spiel gesehen? Habe ich, Arthur. Wie war's? Enttäuschend, aber wenigstens konnten wir es sehen. Arthur Edwards, ein erfahrener Königsfotograf der Sun, hält Prinz William nicht für ein gänzlich unwilliges Opfer. Die Sun widmet heute die ersten 5 Seiten einer angeblichen Romanze des Prinzen mit einer Kommilitonin. Die wohl erste ernsthafte Freundin des Prinzen ist Kate Middleton und wohnt mit dem Prinzen in einer WG in St. Andrews. Niemand konnte es angesichts der Bilder noch leugnen. Sie waren ein Paar. Und die Schlagzeile hieß, Will hat ein Mädchen. Tatsächlich hatte er sie schon eine ganze Weile.
William Wales. Kates Leben sollte sich radikal ändern. Sie war ein normales Mädchen vom Marlborough College und wir alle wussten, sie würde eine der meistfotografierten Frauen der Welt sein. Ein Interview. Charles ist heute da. I love that you remember that. You don't remember anything else. I remember the telephone conversation. Sie hatten sich mehrfach getrennt, aber insgesamt waren sie seit langem ein stabiles Paar. Anders als einst bei Charles' Beziehung mit Diana. Prinz William und Kate Middleton haben sich getrennt. ITV News zufolge war dies eine einvernehmliche Entscheidung. Anders als frühere Trennungen ist diese endgültig. Ich war damals nicht glücklich darüber, aber es hat mich insgesamt stärker gemacht. Man lernt sich dabei besser kennen. Es war mir damals wichtiger, als ich dachte. Klar. Wembley, 1. Juli 2007. An Prinzessin Dianas 46. Geburtstag veranstalteten William und Harry ein besonderes Konzert zu Ehren ihrer Mutter. Hinter den Kulissen gesellten sich die Prinzen zu Größen der Hip-Hop-Welt und Take That, die kürzlich wieder zusammengekommen waren. Es gab jedoch auch Gerüchte über eine andere Wiedervereinigung. Es wurde viel spekuliert, ob Kate und William wieder ein Paar waren. Am Tag vor dem Konzert fragte ich William, ob er Kate einladen würde. Bei mir kommen. Das kannst du beantworten. Wow, was für ein Schock! Viele meiner Freunde kommen. Es wird eine großartige Nacht. Gut ausgewichen. Sehr diplomatisch. Anders als Prinz Charles und Dianas stürmische Romanze hatten Prinz William und Catherine Middleton eine bodenständigere Beziehung. Sie heirateten am 29. April 2011. Sie trug ein wunderschönes Kleid, Dianas Ring und genoss jeden Moment. Sie war nervös, aber es war ein freudiger Höhepunkt ihres Lebens. Glücklicher hatte ich William nie erlebt. Zum ersten Mal seit 1660 heiratete ein Thronfolger eine bürgerliche Person. Prinz William war glücklich verheiratet und seine Frau in jeder Hinsicht geeignet, was der Königsfamilie natürlich wichtig war. Es war einfach märchenhaft. Es geht weniger um den Status ihrer Einträge im Adelslexikon, als vielmehr darum, dass sie Königin werden kann. In Sandhurst wurde intensiv trainiert. So sah der Prinz bei der Übung aus. Der 44 Wochen lange Kurs gilt als äußerst strapaziös. Auch William musste mit anpacken. Der Herzog von Cambridge trat der Königlichen Militärakademie Sandhurst als Offizierskadett bei und wurde im Dezember 2006 vor den Augen der Königin zum Offizier der Armee ernannt. Er trat den Blues and Royals der Household Cavalry als Leutnant bei. Oft ist es so, dass Kinder mit ihren Eltern und Großeltern auf Kriegsfuß stehen. Aber in diesem Fall waren diese jungen Männer nicht nur Charles, sondern auch ihrer Großmutter ergeben.
Die Queen und Prinz William hatten ganz eindeutig eine sehr, sehr gute Beziehung. Wir wissen, dass William sie als Vorbild sah. Als er in Eton zur Schule ging, direkt neben Windsor Castle, besuchte er oft seine Großmutter zum Tee. Sie wiederum zeigte ihm einige Aspekte ihrer Arbeit. Prinz William trainierte danach bei der Royal Air Force als Luftrettungspilot und wurde im September 2010 zum Einsatzpiloten ernannt. Hört! 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 An diesem 22. Juli des Jahres 2013 begrüßen wir voll Bescheidenheit einen zukünftigen König, den Erstgeborenen des Herzogs und der Herzogin von Cambridge, an dritter Stelle der Thronfolge. Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit verkündeten der Herzog und die Herzogin von Cambridge am 22. Juli 2013 die Geburt ihres ersten Kindes, George Alexander Louis. Ihr zweites Kind, Charlotte Elizabeth Diana, wurde am 2. Mai 2015 geboren. Beide Kinder kamen traditionsgemäß im St. Mary's Krankenhaus in London zur Welt. Er ist ein liebevoller Familienmensch und liebt seine Kinder George und Charlotte. Kate hat ihn ganz ohne Zweifel positiv beeinflusst. Ich finde ihn göttlich. Er lächelt immer. Er ist so fröhlich. Dafür lieben wir ihn. Prinz Harry hat zweifelsohne ein Händchen für den Umgang mit dem Volk. Seit seiner Geburt am 15. September 1984 war Harry für seinen neckischen Humor und seine wilden Tendenzen bekannt. Nach der Mrs. Minor School ging Harry zur Wetherby School in London und kam dann zu seinem Bruder William in die Ludgrove School in Berkshire. Prinz Harry inspizierte im formellen Anzug gemeinsam mit seiner Mutter die Gardisten und konnte anschließend in Uniform einen Eindruck vom Leben in der königlichen Armee erhalten. Prinz Harry ist aktuell wohl das natürlichste und aufrichtigste Mitglied der Königsfamilie. Er kann Leute für sich begeistern, nicht nur weil er ein Prinz ist, sondern wegen seiner Persönlichkeit. Bei seinem ersten formellen öffentlichen Auftritt erkannte er, dass es durchaus Vorzüge hat, wenn die Mutter Kommandantin der Dragoner ist. Während er seinen Spaß hatte, erzählte die Prinzessin den Soldaten von der Faszination ihres Sohnes für das Militär. Prinz Harry konnte zwar mitmachen, war aber noch zu jung, um Soldat zu werden. Prinz Harry besuchte wie sein Bruder William das Eton College. Er ist erheblich nachdenklicher, als viele meinen. Er mag nicht die größten akademischen Erfolge erzielt haben, aber er kann Hubschrauber fliegen und war am Südpol.
Der berühmteste Schüler in Eton war heute wieder im Unterricht, obwohl es Harry schwer fiel, sich zu konzentrieren. Er hatte das Wochenende damit verbracht, erwachsen zu werden. Zu seinem 18. Geburtstag wurde er zum Hüter des Erbes seiner Mutter und einem wahren Mitglied der Königsfamilie. Wenig überraschend besuchte der Prinz bei seinem ersten Auftritt die Great Ormond Street in London. Prinzessin Diana war bis zu ihrem Tod kurz vor Harrys 13. Geburtstag Präsidentin des Kinderkrankenhauses. 5 Jahre später gelobte er, ihre wohltätige Arbeit fortzusetzen. Prinz Harrys Interesse am Engagement seiner Mutter wurde vom Prinzen von Wales unterstützt, der zweifellos erleichtert ist, dass sein Sohn seine Alkohol- und Drogenprobleme überwunden hat. Er kann durchaus ein Playboy-Prinz sein, aber ich halte ihn eigentlich für ernsthafter. Er hat seine Playboy-Momente. Manchmal versuchte er, mir Märchen zu erzählen. Es gibt quasi 3 Harrys. Den empfindlichen Jungen, den kämpferischen Mann und den Idioten. Die Leute lieben alle 3. Er ist aktuell wohl das beliebteste Mitglied der Königsfamilie. Man mag es kaum glauben, aber bevor er vor die Kamera tritt oder eine Rede hält, ist er sehr nervös. Das macht ihn aber nur natürlicher und charmanter. Harry hat die schwierige Aufgabe, seine Rolle als Ersatzmann auszugestalten. Seine Mutter zu kopieren, die neben Charles ein ähnliches Dilemma hatte, ist schlau. Ein zweiter Sohn zu sein ist schwer, denn man hat keine vordefinierte Rolle. Man ist entweder Herzog oder Mitläufer. Film das! Du hast deine Stiefel vergessen. Nicht schon wieder. Leih dir meine von Marcus. Das älteste Kind bekommt die meiste Aufmerksamkeit. In diesem Fall William. Diana bemühte sich, das zu verhindern, aber es geschah trotzdem. Ich mache das nicht nur für die Kamera. Ich putze sie immer. Ich habe gestern gespielt und hatte keine Zeit. Lass es wen anders machen. Prinz Harry! Prinz Harry schießt! 2 Punkte! Nach seinem Schulabschluss nahm er eine einjährige Auszeit, während der er auf das Leid der Waisen in Lesotho aufmerksam machte. Prinz Harry wurde Mitbegründer der Stiftung Center Ballet mit Prinz Seeiso von Lesotho zu Ehren ihrer Mütter. Wie alle Prinzen der Königsfamilie ging auch Harry zum Militär und kam 2005 zur Königlichen Militärakademie in Sandhurst. Harry wurde im April 2006 als Leutnant der Blues and Royals Household Cavalry zum Offizier ernannt. Es ist ein großes Glück, dass wir so viele Familien haben, von denen 2 oder gar 3 Söhne bei unseren Streitkräften sind. Das ist unglaublich. Als Elternteil ist man die ganze Zeit besorgt. Hier hat man vielleicht das Gefühl, es wäre schon in Ordnung. Es ist ganz anders für die, die zurückbleiben. Für die ist es fürchterlich. Trotz der Sicherheitsbedenken seines Vaters war Prinz Harry 2-mal in Afghanistan stationiert und beendete seinen 2. Einsatz als Co-Pilot und Bordschütze eines Apache-Hubschraubers. Es wurde nichts falsch gemacht, aber... Ich hatte immer gehofft, voranzukommen. Ich kam an Weihnachten hierher, wurde vom Kugelmagneten zum Kugelabweiser. Die meisten Jungs waren enttäuscht, dass ich da war, weil anfangs nichts passierte. Aber jetzt geschieht langsam wieder etwas. Sie müssen also Feinde töten? Ja, das müssen viele. Wir schießen, wenn wir müssen. Ein Leben nehmen, um eines zu retten. Wir fliegen meistens Eskorte, wenn jemand verletzt wird. Allein wenn wir in einem Gebiet schweben, wehrt das Angriffe ab, weil die Aufständischen uns sehen und sich sagen, das wäre kein fairer Kampf mehr. Harry erlangte Bedeutsamkeit, indem er ein tapferer Junge war. Das ist mein Bett. Ich mache es nicht ordentlich. So, und fertig.
Harry ist ein Partylöwe. Er wird immer einer sein und wird dadurch in Fettnäpfchen treten. Er hat von Nachtclubs schon Fotografen verprügelt. Betrunkene Abenteuer und Partys ließen Harry erscheinen, als wäre er einer von uns. Ist er aber tatsächlich mehr Clown als Prinz? Jedes Fehlverhalten von Harry wurde an die Presse weitergegeben, weil wir Harry sehen wollen, wie er leibt und lebt. Das Abenteuer in Vegas war besonders wild. In dem Fall war ich zu sehr Soldat und zu wenig Prinz. Ich möchte das jetzt nicht breitreten. Letztendlich habe ich mich selbst enttäuscht. Ich habe meine Familie enttäuscht und auch andere. Aber es geschah in einem privaten Bereich und man sollte ein gewisses Maß an Privatsphäre erwarten dürfen. Er hat es nicht eilig zu heiraten. Musste er auch nicht. William und Kate hatten ja schon Kinder und die Lage bezüglich der Thronfolge hatte sich geklärt. Natürlich wollte er jemanden finden, aber er wusste, wie schwierig das für eine Partnerin sein würde, weil er rund um die Uhr im Rampenlicht stand. Chelsea und Cressida liebten ihn, jeweils auf andere Art und Weise, aber das war nicht das Leben, das sie wollten. Je mehr Familie und Kinder William und Kate hatten, desto mehr wollten die Leute den bösen Harry sehen. Ich kann es kaum erwarten, mich auf das Sofa zu setzen. Mir tun die Hüften und mein Hintern weh, weil ich ständig im Geschützturm sein musste. Es sah nicht so aus, als würde es für ihn leichter werden. Die Leute wollten mehr Harry, denn er war der Junggesellenprinz. Prinz Harry erreichte den Rang des Hauptmanns, bevor er 2015 die Armee verließ. Laut einer Stellungnahme aus Kensington Palace war es eine schwere Entscheidung für Harry, die Armee zu verlassen. Zu mir sagte er, mit 30 hätten die meisten seiner Altersgenossen die Armee bereits wieder verlassen und es wäre auch für ihn Zeit, andere Dinge auszuprobieren. Oft sprach er von engen Bindungen, die im Einsatz entstehen, etwa zu Corporal Ben McBean, der während des gleichen Einsatzes in Afghanistan verletzt wurde. Er hat uns sehr geholfen mit den ganzen Wohltätigkeitsprojekten für uns Verletzte. Wir wollten kein Mitleid. Wir wollten die Chance, unsere Leiden zu überwinden. Sie haben viel Zeit mit diesen Männern verbracht. Sie wirken entspannt im Umgang mit ihnen und es scheint, als würden sie bei ihnen Demut wecken. Nein, ich bin gern bei den Jungs. Ich habe auch eine gute Vorstellung davon, was sie durchmachen. Fehlt Ihnen die Armee? Manche Teile vermisse ich. Aber auch darum will ich diesen Jungs, solange ich lebe, beistehen. Der raue Soldatenhumor bleibt einem erhalten. Prinz Harry wird vermutlich nie König sein, aber er ist auch mehr Spencer als Windsor, nimmt kein Blatt vor den Mund, lässt sich eher von Mitgefühl leiten. Sein Leben mag an einen Scheideweg gelangt sein, dennoch wird er wohl nie ganz von der Bildfläche verschwinden. Die Queen herrschte 70 Jahre lang über Großbritannien und das Commonwealth. Elizabeth war die Matriarchin der Prinzen des Palastes. Als Ehefrau, Mutter, Großmutter und Urgroßmutter war ihr Pflichtgefühl ein Bindeglied der Windsor-Familie. Der Herzog von Edinburgh sagte einmal zu mir, dass die Queen, als sie nach der Thronbesteigung in den 1950er Jahren auf Reisen ging, von Millionen auf den Straßen bejubelt wurde. Hätte die Queen diese Aufmerksamkeit auf ihre eigene Person bezogen, hätte sie das verdorben. Sie wusste, die Aufmerksamkeit und Verehrung galt nicht ihr, sondern ihrer Position als Königin. Als sie Königin wurde, glaubten viele noch, sie wäre von Gott auserwählt worden. Es war ein Klassensystem auf Basis eines allmächtigen Establishments. Der Hochadel gab keine Interviews. Manchmal erscheint die wahrgenommene Abgehobenheit und Distanz geringer. Das sehe ich andersherum. Vielleicht ist das eher, was die Leute meinen, dass wir sein wollen.
und nicht, wie wir tatsächlich sein wollen. Die Queen lehrte die Prinzen, dass ihre Pflicht an erster Stelle vor ihrem eigenen Vergnügen steht. Ich denke, sie hat den Film The Queen nicht angeschaut, da sie kein Interesse an sich selbst hatte. Sie las auch nichts zu ihrer Person, war nicht mit ihrem Ego beschäftigt. Sie war nicht Teil der ich-fokussierten Generation und hatte kein übersteigertes Kontaktbedürfnis. Sie war anständig, besonnen und pflichtbewusst. Zwei große Faktoren haben die Queen beeinflusst. Einerseits das, was ihrem Onkel Edward VIII. Geschehen war, der nur Kurzkönig war und nicht einmal gekrönt wurde. Das zeigte ihr, dass sie ihrer Pflicht nicht den Rücken kehren sollte. Sie führte fort, was ihr Vater begonnen hatte. Ihr Volk schloss sie noch mehr ins Herz als zuvor ihren Vater. Der Wille, sich für das Land zu opfern, macht aus einem Prinzen einen zukünftigen König. Man sieht, was Prinz William in Australien und Neuseeland erreicht. Ich halte die Königsfamilie im 21. Jahrhundert für noch wichtiger, als wir es uns bisher eingestehen wollten. 4 Generationen des Hauses Windsor: Prinz Philipp, Prinz Charles, Prinz William, Prinz Harry und Prinz George. Er hat Charakter und kann das Volk für sich begeistern. Schwer zu sagen, was für ein König aus ihm wird. Wird es die Monarchie da noch geben? Ich denke, wahrscheinlich schon. Die älteren Prinzen geben der jüngeren Generation beruhigt die Zügel in die Hand, denn sie wissen, die Prinzen des Palastes bleiben dem Kern der Monarchie treu: das Volk zu einen.